Heute geht es im Bereich Intensiv einmal ganz ausführlich um den Wirkstoff Semaglutid. Wir schauen uns einmal an, was Sie machen können, wenn Sie eine Dosis vergessen haben. Wir schauen uns andere Medikamente an, die mit Ihrem Semaglutid zusammen gerne auch mal zu einer Unterzuckerung führen und natürlich Nebenwirkungen. Und ich gebe Ihnen noch mal ein paar praktische Hinweise zur Lagerung und dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Jetzt wollen wir uns einmal das Ozempic angucken, denn es wird bei Typ-2-Diabetes angewandt und zwar nur in 2 Fällen. Wenn es als Monotherapie angewandt wird, dann sollte es nur Einsatz finden, wenn das Metformin, was momentan noch Mittel der ersten Wahl ist, aus irgendeinem Grund nicht zum Einsatz kommen darf. Oder das Ozempic wird gerne mit anderen antidiabetisch wirksamen Substanzen kombiniert. Das heißt, es kann sein, dass Sie schon andere Medikamente einnehmen, um den Blutzucker zu senken. Wenn mit dem Semaglutid begonnen wird, dann wird das einschleichend gemacht. Das ist auch der Grund, weshalb es verschiedene Wirkstärken auf dem Markt gibt. Und man beginnt mit 0,25 Milligramm und steigert diese Dosis in der Regel etwa alle 4 Wochen. Was ist nun, wenn Sie jetzt einmal vergessen haben, das Ozempic zu spritzen? Dann können Sie das noch innerhalb der nächsten 5 Tage nachholen. Über diese 5 Tage hinaus sollten Sie aber nicht mehr danach spritzen, denn dann kommen Sie zu nah an die nächste Dosis und da ist die Empfehlung dann, die Dosis wirklich wegzulassen und dann mit dem nächsten Einnahmepunkt weiterzumachen. Wenn Sie den Wochentag einmal wechseln möchten, weil Ihnen der jetzt festgelegt worden ist, nicht so zusagt, dann können Sie das machen. Sie müssen nur bedenken, dass zwischen der neuen Dosis und der alten Dosis mindestens 72 Stunden liegen, sowohl nach vorne als auch nach hinten, dass man den Wochentag dann verschieben kann. Wenn Sie andere Medikamente einnehmen, wie jetzt im Speziellen einmal das Insulin oder aber auch Sulfonylharnstoffe, ich blende Ihnen hier die Beispiele mal ein, dann kann es in Ihrem Fall mal häufiger zu einer Unterzuckerung kommen. Das Risiko für eine Hypoglykämie ist der Fachbegriff, also für eine Unterzuckerung, ist unter der Einnahme des Semaglutids mit einem dieser Substanzen erhöht. Das sollte immer im Blick gehalten werden und das ist auch der Grund, weshalb Sie dann mit dem Autofahren aufpassen sollten, denn bei einer Unterzuckerung wissen Sie selber, dass die Konzentrationsfähigkeit leidet. Und dann sollte man sich nicht mehr ins Auto setzen. Für alle anderen, wenn der Blutzucker gut eingestellt ist und es nicht zu Unterzuckerungen kommt, dann steht dem Autofahren natürlich nichts im Weg. Wenn Sie die Ozempic-Spritzen von Ihrem Arzt bekommen haben, dann können Sie die noch nicht angebrochen sind, im Kühlschrank lagern bei 2 bis 8 Grad. Denken Sie daran, immer die Spritzen nicht hinten in den Kühlschrank an die Wand dran zu tun. Da kann es mal sein, dass die Spritze gefriert. Das möchte man unter allen Umständen vermeiden. Am besten tun Sie die Spritze einfach in die Kühlschranktür. Und wenn Sie aber trotzdem mal festgestellt haben sollten, dass die Flüssigkeit in dem Pen gefroren ist, dann sollten Sie diese auf keinen Fall anwenden, denn sind die einmal gefroren, dann kann es auch zu Nebenwirkungen kommen, wenn man die spritzt. Das heißt, da sprechen Sie Ihren Arzt dann drauf an. Ihren angebrochenen Pen, den könnten Sie im Kühlschrank lagern, aber er ist freigegeben für eine Lagerung von bis zu 6 Wochen bei bis zu 30 Grad Raumtemperatur. Das heißt, für Ihr Gewebe ist es auch schonender, die Flüssigkeit bei Raumtemperatur zu spritzen. Lassen Sie die ruhig außerhalb des Kühlschranks liegen und in allen Spritzen sind ja 4 Dosen drin. Das heißt, mit einer Haltbarkeit von bis zu 6 Wochen kommen Sie dann auch nicht über den Bereich, bei dem man dann den Pen verwerfen sollte. Stecken Sie die Penkappe unbedingt immer nach der Anwendung auf den Pen wieder drauf, denn die Flüssigkeit ist sehr lichtempfindlich und es kann zum Abbau und zu Veränderungen des Wirkstoffes kommen. Das heißt, die sollte immer drauf sein, wenn Sie nicht gerade
im Spritzvorgang sind. Auch die Injektionsnadel, wechseln Sie die bitte jedes Mal, und wenn Sie den Pen benutzt haben, dann ziehen Sie unbedingt die Injektionsnadel oder auch Kanüle wieder ab. Das hat den Grund, weil es hier natürlich zu Lufteindringen kommen kann, Bakterien können reingehen, aber es kann auch sein, dass Flüssigkeit austropft. Das heißt, nach der Anwendung unbedingt die Kanüle wieder entfernen. Wenn Sie genau wissen möchten, wie der Pen angewandt wird, dann lege ich Ihnen ein Kurzvideo einmal hier oben mit rein, und dann wollen wir auch schon uns einmal gemeinsam die Nebenwirkungen angucken. Wie immer werde ich Ihnen einen Auszug geben, obwohl ich sagen muss, mit dem Auszug fast schon alle Nebenwirkungen des Ozempics abgedeckt zu haben. Wenn Sie, wie bereits erwähnt, Insulin spritzen oder aber auch die Sulfonylharnstoff wie ein Glibenclamet oder ein Glimepiride, dann ist das Risiko, wie bereits erwähnt, für Unterzuckerung erhöht, und das würde in etwa jeden 10. von Ihnen betreffen. Die Unterzuckerungen, die treten bei allen anderen auch noch so bei etwa jedem 10. bis 100. auf, und besonders in der Anfangsphase sollten Sie da sehr sensibel drauf sein, denn manchmal ist es auch nötig, beim Neuansetzen des Ozempics andere Diabetes-Medikamente gegebenenfalls dann vom Arzt wieder etwas runterdosieren zu lassen. Eine weitere wichtige Nebenwirkung, die sehr häufig besonders am Anfang auftritt oder aber auch bei einer Dosiserhöhung, ist einmal die Übelkeit und auch einmal der Durchfall. Davon ist so etwa jeder 10. von Ihnen betroffen, und das hat was mit der Wirkweise des Semaglutids zu tun, auf die ich am Ende nochmal eingehen werde. Das heißt, so ein bisschen Magen-Darm-Probleme könnte der eine oder andere von Ihnen durchaus haben. Je geringer auch Ihr Körpergewicht ist, umso höher ist das Risiko, dass Sie dann Durchfall oder aber auch Übelkeit erfahren. Für andere Magen-Darm-Symptome wie zum Beispiel Erbrechen oder Bauchschmerzen oder aber auch Sodbrennen liegt eine Häufigkeit von etwa jedem 10. bis 100. vor. Das heißt, Sie sehen schon, der Wirkstoff, der hat irgendwas mit Ihrer Magen-Darm-Mobilität zu tun, und auch die Enzyme Lipase und Amylase können unter der Einnahme erhöht sein. In der gleichen Häufigkeit kann es auch zu Schwindel kommen, es kann zu Erschöpfung kommen und auch bei dem einen oder anderen zu Gallensteinen. Auch das könnte dem Semaglutid geschuldet sein. In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass Ihre Herzfrequenz etwas steigt. Das heißt, der Puls könnte ein wenig erhöht sein. Der eine oder andere berichtet auch von Geschmacksstörungen. Wie bei allen Wirkstoffen kann es auch mal zu allergischen Reaktionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen auf den Wirkstoff kommen. Das zeigt sich dann meist ganz am Anfang. Hier kann es zu einem Hautausschlag kommen oder im schlimmsten Fall sogar zu einem Angioödem. Besonders wenn Sie jetzt neu mit dem Wirkstoff anfangen, achten Sie einfach immer gut darauf, dass keine Symptome, die besonders die Haut betreffen, auftreten, denn das könnte Rückschlüsse auf solch eine Überempfindlichkeit geben, und dann sollten Sie auch sehr zeitnah einen Arzt aufsuchen. Wer unter einer diabetischen Retinopathie leidet, bei dem kann es häufiger mal zu Komplikationen kommen. Unter einer diabetischen Retinopathie versteht man eine Schädigung der kleinsten Gefäße der Netzhaut. Als Diabetiker wissen Sie sicher, dass besonders die kleinen Kapillaren, die kleinsten Gefäße im Körper, schneller mal von der Diabeteserkrankung in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und hier kann es unter dem Semaglutid zu Komplikationen kommen. Für Sie ist die Info nur wichtig, dass Sie regelmäßig zum Augenarzt gehen und Ihre Netzhaut überprüfen lassen, damit Sie besonders als Diabetiker Ihre Augen und besonders die Netzhaut immer gut im Blick halten. Als letztes möchte ich noch die akute Pankreatitis ansprechen, denn diese kann in etwa so bei jedem 100. bis 1000. auftreten. Die Symptome einer Bauchspeicheldrüsenentzündung sind meist heftige Oberbauchbeschwerden oder aber auch so
gürtelförmig ausstrahlend. Es kann auch zu Erbrechen kommen, es kann zu Übelkeit kommen und auch zu Fieber. Sie sehen schon, das sind natürlich auch Symptome, die einfach Nebenwirkungen Ihres Semaglutids sein können. Aber wenn Sie merken, dass die besonders heftig ausfallen, dann suchen Sie sehr zeitnah einen Arzt auf und berichten ihm bitte auch von der Vermutung, dass das Semaglutid als Nebenwirkung auch Bauchspeicheldrüsenentzündung aufgelistet hat, sodass man da auch schnell den Zusammenhang erkennt und in Ihrem Fall dann gegebenenfalls den Wirkstoff ändern würde. Hiermit haben wir schon die meisten Nebenwirkungen abgedeckt und dann schauen wir kurz mal zu den Wechselwirkungen. Wenn Sie so Wirkstoffe wie zum Beispiel das Marcumar einnehmen, das Warfarin, das Fenprocumon, was ja in dem Marcumar drin ist, dann sollte einmal der INR gemessen werden, denn das Fenprocumon zum Beispiel ist jetzt nicht als Wechselwirkungspartner angegeben, aber die Wirkstoffklasse mit anderen Substanzbeispielen. Und dahingehend würde ich trotzdem einmal mehr auf den INR schauen, der sich durch die Einnahme des Semaglutids eventuell ein wenig verändert haben könnte. So, und damit sind wir mit den Wechselwirkungen schon durch und wir schauen uns jetzt einmal die Wirkung an für all diejenigen, die einmal genau wissen möchten, was denn jetzt der Wirkstoff im Ozempic eigentlich im Körper macht. Hier bringe ich jetzt einmal einen Fachbegriff mit rein, denn das Semaglutid wird als sogenanntes GLP-1-Analogon bezeichnet. Das GLP steht für Glucagon-like Peptid. Und das ist ein körpereigenes Hormon, was in bestimmten Fällen ausgeschüttet wird. Und Analogon bedeutet, dass dieses körpereigene Hormon chemisch nachgebildet wurde. Und was macht nun dieses Hormon normalerweise im Körper? Es wirkt einmal glukoseregulierend und als zweites appetitregulierend. Und das macht es über zwei Wege. Wir schauen uns jetzt einmal diese glukoseregulierende Eigenschaft an, denn hier greift das Semaglutid in zwei Bereiche ein. Als erstes führt es dazu, dass das Insulin stärker ausgeschüttet wird. Das Insulin wiederum ist ja dazu da, Glucose aus dem Blut zu nehmen und in die Zellen zu bringen. Als zweites wird die Ausschüttung eines anderen Hormons, und zwar des Glucagons, herabgesetzt. Das Glucagon, das ist dazu da, dass Glucose in Ihrem Körper mobilisiert wird. Das heißt, es wird ausgeschüttet, wenn es zu einer Unterzuckerung kommt, damit der Körper selber Glucose wieder bereitstellt und ins Blut abgibt. Und, das sind die zwei Wirkmechanismen des Semaglutids, die dann auf den Glukosespiegel Einfluss haben. Das heißt, die Glucose wird durch den erhöhten Insulinspiegel besser aus dem Blut in die Zelle gebracht und es wird vom Körper selber weniger Glucose nachgeliefert durch die Hemmung der Glucagonausschüttung. Was jetzt ganz interessant ist, besonders für mich als Pharmazeutin, ist, dass diese letztgenannten Wirkmechanismen nur dann funktionieren, wenn im Blut vermehrt Glucose vorhanden ist. Das nennt sich dann glukoseabhängig. Diese zwei Mechanismen werden dann erst angekurbelt, wenn in Ihrem Blut die Glukosekonzentration auch ansteigt. Und das ist sehr wichtig, denn wenn das nicht glukoseabhängig wäre, dann würde ja auf Dauer diese Glucagonausschüttung reduziert werden, die im Zweifelsfall ja anspringen muss, wenn es zu einer Unterzuckerung gekommen ist. Und hier dran sehen Sie schon, dass das Semaglutid an sich eigentlich nicht unterzuckern kann, weil es erst dann wirkt, wenn auch wirklich im Blut erhöhte Glukosespitzen vorhanden sind. So, jetzt haben wir einmal geschaut, wie der Wirkstoff auf die Glukosekonzentration im Blut Auswirkungen hat. Und ich hatte Ihnen ja noch gesagt, dass es auch appetitregulierend wirkt. In dem Fall wirkt der Wirkstoff so, dass es zu einer verlangsamten Magenentleerung kommt, besonders am Anfang des Essens. Normalerweise essen Sie etwas, das fällt in den Magen und wird dann recht bald in den Darm weiter transportiert. Dieser Vorgang wird verzögert, wodurch in Ihrem Magen länger das Essen liegen bleibt.
Das merken dann aber auch so bestimmte Rezeptoren an der Magenwand, die dann ihrem Gehirn wiederum rückmelden, ich bin schon satt. Und das hat aber dann auch den Grund, weshalb es als Nebenwirkung häufiger mal auch zu Übelkeit kommen kann. Denn durch das längere Verweilen kann es natürlich auch mal ein wenig zu Übelkeit kommen, weil der Speisebrei dann noch nicht weiter transportiert worden ist. Und durch die Appetitregulierung dahingehend, dass sie weniger Appetit haben und nicht mehr so viel essen, kommt es dann in der Folge auch zu einer Abnahme des Körpergewichts. Als letztes möchte ich Ihnen noch sagen, dass das Semaglutid noch 3 weitere positive Eigenschaften zu haben scheint. Als erstes kann es den systolischen Blutdruck, das ist der obere Wert bei der Blutdruckmessung, etwas herunterbringen. Als zweites kann es Blutfette auch etwas reduzieren und als drittes scheint es auch positiven Einfluss auf Entzündungen zu haben im Körper, sodass die ein wenig runterreguliert werden. Und ich denke, dass hier bei den Wirkstoffen aus der Klasse dieser GLP-1-Analoga noch viel geforscht wird, weil die noch scheinbar andere zusätzliche positive Nutzen für den Patienten hätten. Das war jetzt alles, was Sie aus meiner Sicht zu Ihrem Semaglutid im Ozempic wissen sollten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Dadurch werden Sie immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Denken Sie immer dran, die Glocke dann noch einmal zu aktivieren, dass Sie kein neues Video verpassen. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie nun gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.